Im Sommer 2018 herrschte im indischen Schutzgebiet Ranthambore sengende Hitze. Durch die sengende Sonne werden die Nahrungsquellen für alle Arten zunehmend knapp. Im Reservat wurden Stacheldrahtzäune errichtet, um Wildtiere von Wohngebieten zu trennen. Das Tigerrudel besteht aus 4 erwachsenen Tieren und einem Jungen, die tief im Wald leben und selten mit Menschen in Kontakt kommen. Das Alpha-Tigermännchen gilt als das stärkste und führt das Rudel oft auf der Jagd und Wassersuche an. Wenn die Trockenzeit beginnt, wandern die Beutetiere nach und nach in andere Gebiete ab, was es für die Tiger schwieriger macht, Nahrung zu finden. Zunächst schlichen sie nur um die Büsche in der Nähe des ausgetrockneten Flusses herum, um nach kleiner Beute zu suchen. Doch es scheint, als sei das raue Wetter zu viel für sie geworden und sie seien näher an die Grenzen des Reservats gedrängt worden. Die Anwohner der Gegend werden immer vor Tigern gewarnt, aber in dieser Saison kommen sie dem Zaun selten zu nahe. Eines Nachmittags führte der männliche Tigerführer die Gruppe näher an den Stacheldrahtzaun heran, den sie selten besuchten. Sie waren müde und hungrig und ein Hoffnungsschimmer tauchte auf, als sie dachten, dass es außerhalb des Zauns noch mehr Beute geben könnte. Der männliche Tiger schnüffelte herum und versuchte, einen Ausweg zu finden, aber er konnte nur scharfen Stacheldraht sehen. Der Überlebensinstinkt ließ es näher an den Zaun herantreten, die Brust hob und senkte sich beim schweren Atmen. Die 4 übrigen Tiger standen dahinter, beobachteten und knurrten und sahen besorgt aus. Schließlich beschloss der Alpha-Tiger, die Grenze zu überschreiten, die er noch nie zuvor überschritten hatte. Es hob ab, hüpfte und schleuderte los, in der Hoffnung, auf der Suche nach Nahrung über den Zaun zu gelangen. Der Stacheldraht wickelte sich jedoch sofort fest um seine Beine und seinen Bauch und hielt es gefangen. Das schmerzhafte Brüllen hallte durch die Wildnis. Der Tiger wehrte sich, doch je mehr er sich wehrte, desto enger wurde der Draht. 4 weitere Tiger standen in der Nähe und brüllten laut, konnten sich aber nicht nähern, um den Draht zu entfernen. Aus tiefen Schnitten auf der Haut des Tigermännchens begann Blut zu sickern. Es stöhnte erschöpft, scheinbar erschöpft von Schmerz und Panik. Das ungewöhnliche Brüllen der Tiger erregte die Aufmerksamkeit der Bauern im Reservat. Sie riefen sofort das Reservatsmanagementzentrum an und baten um dringende Hilfe. Nach etwa einer Stunde trafen 2 Naturschutzbeamte am Unfallort ein. Ihre Namen sind Arjun und Varun und beide verfügen über jahrelange Erfahrung im Umgang mit Wildtieren. Arjun und Varun kamen am Tatort an und boten sich ein erbärmlicher Anblick, ein männlicher Tiger, der von Stacheldraht erwürgt worden war. Blut befleckte einen Grasfleck um ihn herum und 4 andere Tiger knurrten und liefen unruhig auf und ab. Der männliche Tiger war nun fast erschöpft, keuchte und hatte trübe Augen. Arjun erkannte, dass er die Tiger beruhigen und den männlichen Tiger schnell retten musste. Er berät sich kurz mit Varun und schlägt einen Plan vor, die verbleibenden Tiger mit Fleisch abzulenken. Varun nickte und ging schnell zum Auto zurück, um etwas frisches Fleisch zu holen, das sie immer für Notfälle dabei hatten. Er warf die Fleischstücke in Richtung der 4 herumstehenden Tiger. Wie erwartet waren sie alle sehr hungrig und stürzten sich bald darauf in einen Kampf um die Fleischstücke. Das Knurren des Wettstreits um Futter ertönte und verschaffte Arjun Platz, sich dem Tigermännchen zu nähern. Arjun machte jeden Schritt vorsichtig, hielt immer einen Sicherheitsabstand ein, wurde jedoch nicht langsamer. Er fuhr vorsichtig mit der Hand über die Drahtschlaufen und prüfte, wie fest sie waren. Varun stand ein paar Meter entfernt, beobachtete und war bereit zu helfen, falls sich die Situation verschlimmerte. Der männliche Tiger bemerkte, dass sich jemand näherte, war jedoch zu müde, um sich zu wehren. In seinen Augen blitzten Schmerz und Verzweiflung. Arjun zog eine Stahlschere aus seiner Tasche und begann, jede einzelne Drahtschlaufe, die um den Körper des Tigers gewickelt war, durchzuschneiden. Der Stacheldraht wurde durchgeschnitten und fiel lose auf das Gras. Jedes Mal, wenn ein Faden gelöst wurde, stieß der Tiger ein leises, schmerzerfülltes Knurren aus, aber er wurde eindeutig befreit. Die Atmosphäre war angespannt, man hörte nur das Brüllen der Tiger und das Geräusch schneidender Scheren, begleitet vom Kreischen von Metall. In der Zwischenzeit teilten sich die anderen 4 Tiger das Fleisch und warfen dabei gelegentlich einen Blick zurück zu Arjun.
Die Zeit verging langsam, unter der sengenden Sonne perlten Schweißperlen auf Arions Stirn. Er atmete erleichtert auf, als der letzte Stacheldraht durchtrennt war. Der männliche Tiger wurde befreit, aber sein Körper war mit Wunden übersät und blutete. Varun kam schnell näher und hielt eine Dosis Schmerzmittel und entzündungshemmende Medizin für große Tiere in der Hand. Die beiden tauschten Blicke aus und verstanden, dass der männliche Tiger eine Spritze bekommen musste, bevor er zusammenbrach. Arion kniete nieder und legte seine Hand leicht auf den Rücken des Tigers, um seine Reaktion zu testen. Der männliche Tiger lag nun still da, atmete nur schwer und stöhnte leise. Dank seiner jahrelangen Erfahrung findet Arion einen sicheren Injektionswinkel, der den Wundbereich vermeidet. Die Nadel wurde eingeführt, das Medikament gelangte schnell in den Blutkreislauf und half dem männlichen Tiger, seine Schmerzen zu lindern und sich zu stabilisieren. Die 4 Tiger in der Umgebung schienen zu verstehen, dass die Menschen keine bösen Absichten hatten. Sie standen ein paar Meter entfernt, knurrten leise, kamen aber nicht näher. Arion zog die Nadel heraus und strich sanft über das Schweiß- und blutgetränkte Fell des Tigers. Varun sammelte die auf dem Boden verstreuten Stacheldrahtstücke ein, um Verletzungen zu vermeiden. Jeder Draht, jedes scharfe Metallstück wurde von ihm sorgfältig gereinigt. Der Tigermann blinzelte und begann sich langsam von den unerträglichen Schmerzen zu erholen. Seine Augen weiteten sich, er blickte sich um und blieb bei den beiden Männern stehen, die neben ihm knieten. Es schien die aufrichtige Hilfe zu spüren und reagierte daher nicht mehr aggressiv. Arion untersuchte die Wunden noch einmal und kam zu dem Schluss, dass der Tiger Zeit zur Genesung brauchte, aber glücklicherweise waren keine Sehnen durchtrennt. Varun rät Arion, zurückzutreten und dem Tiger etwas Platz zu geben. Die beiden Männer gingen vorsichtig zum Auto zurück und achteten dabei auf einen sicheren Abstand zu den Tigern. Minuten vergingen, der männliche Tiger stand langsam auf zitternden Beinen auf. Es drehte den Kopf, um die beiden Menschen anzusehen, und in seinen Augen war eine seltsame Dankbarkeit zu spüren. In der Ferne verfolgten 4 weitere Tiger jede Bewegung des Anführers. Der Tigermann zitterte, da er dank der Wirkung des Medikaments weniger Schmerzen im Körper verspürte. Es drehte sich um die Wunde zu lecken, und ging dann langsam auf das restliche Fleisch im Gras zu. Die anderen trennten sich sofort, um ihm Platz zum Fressen zu geben. Der männliche Tiger nahm jedes Stück Fleisch auf und kaute langsam, als wolle er neue Kraft tanken. Nachdem es seinen Hunger gestillt hatte, stieß es ein leises Knurren aus, um der Herde ein Zeichen zu geben. Die 4 erwachsenen Tiger reagierten und das Junge tapste dicht hinter ihnen her. Die Tiger verließen langsam den Stacheldrahtzaun und folgten einem Laubwerk tief in den Wald hinein. Ihre Gestalten verschwanden allmählich hinter den dichten Bäumen, weg von der Gefahr des Zauns. Arion und Varun standen still und sahen zu, bis die Tiger vollständig verschwunden waren. Erst dann atmeten sie erleichtert auf und spürten das Glück, ein wertvolles Wildtier gerettet zu haben. Arion nahm den Erste-Hilfe-Kasten und überprüfte seine Vorräte noch einmal, um für weitere Notfälle gerüstet zu sein. Varun stieg ins Auto und verstaute die Schere, die Zange und den aufgerollten Stacheldraht sorgfältig im Kofferraum. Sie wussten, dass der zerrissene Zaun eine weitere Gefahr für Tiger oder andere Tiere darstellen könnte. Bevor er ging, blickte sich Arion in der Gegend um und stellte fest, dass die Sicherheitslage vorübergehend stabil war. Varun startete das Auto, der Motor dröhnte in der Stille des späten Nachmittags. Die beiden fuhren zurück zur Verwaltungsstation und besprachen einen Plan zur Reparatur des Zauns am nächsten Tag. Arion bestand darauf, dass das Netz verstärkt werden müsse, um zu verhindern, dass sich der Tiger erneut im Stacheldraht verfängt. Varun stimmt dem zu und sagt, dass der Installation von Frühwarnsystemen für Tiere, die sich Zäunen nähern, Priorität eingeräumt werden sollte. Sie alle verstanden, dass der gesamte Zaun nicht entfernt werden konnte, da dies notwendig war, um die Tiger vor dem Wohngebiet und umgekehrt zu schützen. Die Sonne ging langsam unter und warf ihre letzten Strahlen auf das Gras, das noch immer nach Blut roch. Diese erfolgreiche Rettungsmission unterstreicht die Bedeutung eines harmonischen Zusammenlebens zwischen Menschen und allen Arten.
Und seit diesem Tag ist die Geschichte von Arjun, Varun und dem im Stacheldraht gefangenen Tigermännchen ein lebendiges Zeugnis menschlicher Liebe, Mitgefühls und Verantwortung gegenüber der Natur. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.